Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Heute möchte ich euch nochmal meine Folientechnik zeigen. Und zwar nehmen wir eine Leinwand, die ist ja immer eingepackt und ich möchte als Effekt was auf der Verpackungsfolie machen, was später aufs Bild übertragen wird. Ich möchte gerne mit diesen Farbtönen, die schreibe ich euch noch in die Videobeschreibung, welche Farbnummern und so weiter das sind. Das ist ein dunkelbraun, ich sag mal hier dazu ein Cognacton, ein Goldocker, ein Rostrot und ein Gold Metallic. Damit möchte ich gerne ein paar Effekte auf diese Folie vorher machen. Das ist nicht wundern, das ist kein weißer Streifen, das ist von meiner Beleuchtung oben. Das spiegelt sich natürlich jetzt hier in der Folie. Lasst euch da bitte nicht von stören. Also wir machen jetzt Effekte auf die Folie, die werden dann trocknen und dann können wir die später auf das Bild übertragen. Dafür nehme ich mein super Werkzeug hier, meinen flachen Spachtel. Den empfehle ich, jetzt noch ein bisschen Reste, aber ist nicht schlimm. Den empfehle ich immer ganz dolle, weil der ist ein super Werkzeug, um Effekte und verschiedene Dinge auf einer Leinwand zu machen mit Acrylfarben, und es ist wirklich eine super Investition. Auf dem ganzen Folie möchte ich gerne die Effekte haben. Dafür habe ich mir mal 3 Pinsel für verschiedene Farben genommen, nehme diesen Spachtel und fange einfach mal an mit Rostrot. Gehe ganz flach hier über die Folie drüber und gucke erstmal, was so passiert. Nicht zu dick den Farbton auftragen, damit da nicht so einen dicken Farbklecks auf der Leinwand entsteht. Hier jetzt schon mit einem sauberen Pinsel mein Gold und lege das so schön dazwischen. Immer mal wieder nachlegen mit der Farbe und schön gleichmäßig so Farbflächen verteilen. Schön viel Gold, das macht hinterher einen tollen Effekt mit dem, was wir vorhaben. Verteile ich das schön hier überall. Bleibt manchmal so ein bisschen der Spachtel kleben auf der Folie, aber muss man mal. So. Ich nehme noch was Gold hinterher. Ich möchte gerne, ich nehme den Spachtel ganz flach, dann entstehen solche lückenhaften Flächen, die möchte ich auch so haben, weil es soll durch die Lücken auch noch dann der Untergrund durchgucken. Also möchte ich so offene Fenster in der Fläche haben. Jetzt verteile ich noch ein bisschen das Gold. Das geht halt gut. Guckt mal hier auf der Folie, bleibt das dann so halbwegs hängen und mal nicht. Und das ist genau der Effekt, den wir gerne haben möchten. Wenn ich diese Folie oder das, was auf der Folie ist, die Farbe wird ja später nur übertragen. Die Folie ist dann nur Trägermaterial und der Farbfilm, den wir jetzt auftragen, der wird dann quasi später auf das Bild übertragen. Umgekehrt, wenn nach dem Trocknen wird das auf die Leinwand gebracht und wenn das dann getrocknet ist, kann man die Folie abziehen, der Farbfilm bleibt da. Dann haben wir die Effekte, die man auf der Folie erzielt, sind halt anders als wenn man das auf der Leinwand machen würde. Also man kann natürlich auch eine Leinwand grundieren mit Farbe und diese Effekte auch mit dem Spachtel direkt auf der Leinwand machen, hat aber andere Wirkungen. Hier glänzt das auch später, aber das werdet ihr alles sehen. Auf jeden Fall nutze ich ein paar Bedingungen von der Folie, um später halt besondere Effekte zu haben. Jetzt gehe ich hin und nehme noch mal hier diesen Cognacton. Lege so ein bisschen hier was dazwischen. Ich nehme auch noch mal einen ganz kleinen Spachtel, damit kann ich ein bisschen besser steuern. So ein paar Stellen, wo ich genau
was Bestimmtes haben möchte. Und zwar lege ich hier so ein bisschen was Dunkles dazwischen. Ich taste mich hier so ein bisschen ran, bis ich irgendwann sage, jetzt ist gut. Ich will die Fläche nicht komplett zu haben. Ich möchte halt so ein paar Fenster sozusagen, ein paar Lücken lassen, damit dann später das, was unterhalb, also was als erste Schicht dann an Farbe auf die Leinwand kommt, das soll halt durchgucken. Schaut mal, hier sind die Effekte auf der Folie. Die Folie lassen wir jetzt trocknen, die kann man föhnen oder man kann sie ein paar Stündchen liegen lassen. Und dann nehmen wir die von dem Keilrahmen runter und dann geht es auf der Leinwand weiter. So, schaut mal, ich habe jetzt die Folie mit dem Föhn getrocknet, weil ich hatte nicht so viel Geduld und wollte ganz schnell weitermachen. Also ihr könnt das mit dem Föhn, das dauert ein paar Minütchen. Kann man immer mal fühlen, ob alles schön trocken ist, weil es sollte trocken sein, damit wir jetzt die Folie von der Leinwand, also von dem Keilrahmen runternehmen können. Ich habe die Leinwand jetzt umgedreht. Ich habe mir in der Mitte hier schon mal die Folie weggeschnitten und schneide mir jetzt hier die Ecken auf. Dann kann man nämlich die Folie super über die Ecken wegziehen. Die sollte nämlich vorne nicht kaputt gehen, weil wir die komplett am Stück gleich dann brauchen werden. Also schön vorsichtig, schaut mal hier über die Ecken wegziehen. Zack. Perfekt. Und das ist quasi auch die Seite, die wir dann später sehen auf unserer Leinwand. Das legen wir aber erstmal mit zur Seite, am liebsten wieder mit der Farbfläche nach oben, damit es noch ein bisschen durchtrocknen kann. Jetzt nehmen wir unsere Leinwand. Also ich habe jetzt hier die restlichen Farben, die ich gerade schon mal verwendet habe. Habe einfach nochmal Schwarz dazu genommen und werde jetzt die Leinwand ganz dunkel im Untergrund machen. Ich mache das jetzt mit so einer kleinen Kunststoffkarte. Die sammle ich immer fleißig. Damit kann man super so Spachtelsachen machen. Die liegt so schön in der Hand, weil die so gefällig ist, von der Größe her. Und jetzt gehe ich einfach hin, nehme so ein bisschen meine Braunreste und spachtel einmal die Leinwand in den dunklen Ton. Ich habe jetzt schön meine ganze Farbe verbraucht dafür. Ich lege die Leinwand mal ganz kurz zur Seite, nehme wieder meine Folie, schneide alles, was so überflüssig ist, ab. Das stört jetzt nur beim Übertragen. So kann man besser die Folie händeln, deswegen schneide ich den Rand ab. Sollte reichen. Folie wieder zur Seite legen, Leinwand mit dem dunklen Untergrund und der noch feuchten Farbe, das ist super wichtig, sonst kann die Farbschicht von der Folie ja nirgendwo drauf haften, deswegen jetzt lege ich mir die hier schön drauf. Ziehe mir das noch so ein bisschen zurecht. So, darauf achten, dass ihr die richtige Seite auf die Leinwand legt. Also die bemalte Seite muss auf die feuchte Leinwand. Jetzt seht ihr schon, jetzt scheint auch der dunkle Untergrund dazwischen durch. Und das wollte ich auch so. Also alle Lücken, die wir auf der Folie gelassen haben, die erscheinen natürlich jetzt dunkel, weil ja die Leinwand drunter dunkel ist. Und das gibt immer einen ganz coolen Effekt. Jetzt streiche ich ein bisschen die Luftblasen raus. So, das muss jetzt, kann man leider nicht föhnen. Das muss jetzt über Nacht trocknen und dann kann man
wenn es getrocknet ist, also die durchsichtige Folie wegziehen und der Farbfilm bleibt auf der Leinwand haften. Und dann haben wir ein super schönes Bild und dann kommt die nächste Farbschicht. Es ist alles getrocknet und jetzt können wir das abziehen. Wir fangen an einer Ecke einfach an und ziehen nur die Folie. Wie ihr seht, bleibt der Farbfilm super auf der Leinwand kleben und es glänzt wunderschön. Ich mache das, auch wenn das alles gut hält, ich mache es relativ vorsichtig. Bleiben mal manche Stellen, wie ihr seht. So, das klappt doch super. Schaut mal, alles bleibt schön haften. Tolle Effekte sehe ich schon. Sieht super aus. Gefällt mir richtig gut. Bin auch immer so gespannt, wie das Ergebnis ist, aber das ist super geworden. Schaut mal hier, wie super das glänzt. Richtig gut geworden. Coole Effekte. Also, jetzt geht's weiter. Wir wollen ja noch ein bisschen Farbe da reinbringen. Dafür nehme ich wieder meinen Spachtel. Habe mir hier 3 Farben zurechtgelegt, und zwar weiß, ein türkislicher Blauton und ein Thalo-Türkis, so ein Blau-Türkis-Ton. Die mische ich jetzt auf meinen Spachtel. Mische auch ein bisschen Weiß dazu und fange einfach vorsichtig an. Lege den Spachtel mit der Farbe flach auf die Leinwand und ziehe so ganz langsam den Blauton da drauf. Und wie ihr seht, die Farbe wird auf die Leinwand so ein bisschen lückenhaft übertragen durch den Spachtel, wenn man den so flach hält. Und das will ich auch so, damit natürlich der tolle Untergrund auch noch ausreichend durchgucken kann. Ich nehme immer mal wieder ein bisschen Farbe auf, gehe dann mal hier so ein bisschen rein. Und so werde ich jetzt die Leinwand hier schön abwechslungsreich mit dem flachen Spachtel. Hier mache ich mal eine schaut mal, das wirkt super toll mit dem Rostrot. Das sieht richtig cool aus. Jetzt fange ich mal von der Seite ein bisschen an. Also immer vorsichtig starten. Der Rand wird später dunkel. Das gibt dem Bild auch nochmal einen Kick. Jetzt nehme ich mal nur Weiß auf den Spachtel, vermischt sich ja dann automatisch. Ich ziehe mir das mal hier ein bisschen ein Stück nach unten. Ich schaue immer mal, dass ich nicht das überlade, das Bild. Das wäre schade. Ich möchte halt, dass diese tollen Rostrot-Farbflächen mit dem Blau, das sieht halt irre schön aus. Hier habe ich so einen Bereich, der ein bisschen dunkler ist. Das habe ich extra gemacht, damit man so ein bisschen einen Blickfang hat und ein
So ein bisschen, wo das Auge hingeleitet wird später. So, ich mache mir den Spachtel nochmal sauber. Ich möchte nochmal hier unten mit dem Dunklen dran gehen. Nehme mir auch einen frischen Pinsel dafür. Gehe ich jetzt hier unten nochmal so ein bisschen dran und verstärke nochmal den Streifen hier. Ich möchte jetzt noch, das lasse ich erstmal so. Was heißt erstmal so? Ich finde die Fläche umwerfend. Also das sieht wirklich irre aus. Durch das Gold und das Blau, das hat einen so super tollen Kontrast. Hier habe ich so ein bisschen meinen Blickfang hingebaut. Was noch entscheidend fürs Bild ist, das möchte ich machen, ist ein dunkler Rand. Den mache ich mit einem Haushaltsschwamm, schwarzer Farbe. Mache einmal den Rand schwarz, das muss man wahrscheinlich 2-3 Mal übereinander gehen, damit das schön deckt. Und der Rand schön dunkel ist, dann hat das Bild nochmal so einen eleganten Touch und einen schönen Rahmen, der das auch schön einfängt. So wie ich das oft mache, ich nehme den Schwamm und wische den schwarzen Rand ganz klein bisschen ins Bild rein, damit das ein bisschen legerer aussieht und nicht so geradlinig, so extrem. Also einfach so ein bisschen mit der Farbe, seht das, so ein bisschen den Rand einarbeiten ins Bild, damit das ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen lockerer aussieht. Ruhig ein ganzes Stück da rein arbeiten, das sieht immer toll aus. Auch so ein bisschen rantasten und gucken, was passiert. So, schaut mal, ich doch richtig, richtig gut aus. So, wir sind jetzt fertig mit unserem super schönen Bild. Ich bin wirklich total zufrieden. Was ich toll finde auch, dass der Untergrund, also das Gold und diese Rosttöne und das Dunkle, dass das halt durch meine Folientechnik, die wir angewendet haben, schön glänzt, das Gold und der Untergrund, und die Farbe, die wir dann mit dem Spachtel, also diese blau-türkistöne, die wir da drüber gespachtelt haben. Wir haben ja eine matte Oberfläche und das ist auch nochmal so ein optischer Kontrast, also das Glänzende von dem Gold und ein bisschen das Matte von dem blau-türkistönen. Das sieht auch wirklich nochmal irre aus. Die Farbe ist jetzt noch so ein bisschen feucht hier unten, aber wenn das trocken ist, wird das richtig tollen Kontrast bilden zu dem glänzenden. Hat ein bisschen was von einer Landschaft, von einer abstrakten, finde ich. Und wie gesagt, ich bin super zufrieden und ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Ich freue mich natürlich über eure Kommentare. Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt, habt was mitgenommen. Vielleicht, wenn ihr selber malt, was ihr umsetzen könnt. Da würde ich mich sehr drüber freuen, wenn ich euch habe inspirieren können. Dann freue ich mich auf bald. Vielen Dank.